Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den deutschen Sagen gesammelt von Brüder Grimm. Auf dieser Seite werde ich die Seite einblenden, die ich gerade lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben ungefähr werde ich nochmal eine Infokarte einblenden zu den Folgen davor. So, lese einfach auf. So, wo waren wir denn? Ach ja, Mensch, das ist ja gleich hier. Gleich die richtige Seite offen. Das letzte Mal war das Glücksrad. Die heutige erste Sage heißt Der betrogene Teufel. Zu Schwarzenstein, eine halbe Meile vor Rastenburg in Preußen, hängen zwei große Hufeisen in der Kirche. Damit hat es folgende Bewandtnis. In dem Orte wohnte ein Wirt, der den Leuten das Bier übel zumaß. Den ritt der Teufel nachts vor der Schmiede, weckte deren Besitzer ungestüm auf und rief: »Meister, beschlag mir mein Pferd!« Der Schmied glaubte wirklich einen Reiter vor sich zu sehen und schickte sich an, das vermeintliche Pferd zu beschlagen. Da rief ihm der Krüger leise zu: »Gevatter, sei doch nicht so rasch!« Der Schmied erschrak, als er die ihm wohlbekannte Stimme hörte, und zögerte mit der Arbeit. Da krähte der Hahn, und der Teufel musste Raus ausnehmen. In Schwarzenstein sagten sie aber noch lange danach zum Scherz: Sollte der Teufel alle Krüger, die da knapp messen, beschlagen lassen, so würde das Eisen gar teuer werden. Sehr übel hatte ein Vertrag mit dem Teufel auch einen Schneider in Schlebusch bei Köln aufschlagen können. Der hatte einst im Wirtshause dem Teufel, der als Jäger verkleidet mit ihm gezecht hatte, seine Seele verschrieben. Er führte ein Leben in Saus und Braus, denn der Böse war kontraktlich verpflichtet, alle seine Wünsche zu befriedigen. Als der Vertrag aber zu Ende ging und der Teufel die fällige Seele holen wollte, stand der Schneider verzagt und bekümmert am Kleuelsweiher. Da hier eine Menge Frische vor ihm ins Wasser sprang, fasste er einen rettenden Gedanken. »Du hast noch eine Viertelstunde Zeit, mir zu dienen«, sprach er zu dem strengen Gläubiger. »Ich befehle dir darum, alle Frösche, die hier im Teiche sind, auf jenen alten Weinebaum zu setzen.« Der Teufel musste gehorchen, sprang also in den Teich und holte 2 Frösche hervor, die er auf den Baum setzte. Dann fuhr er wieder hinab, um andere zu holen. Währenddessen waren aber die ersten wieder vom Baume herabgehüpft, wie denn das Sprichwort sagt, der Frosch, und säße auf goldenem Stuhl, springt wieder hinab in seinen Pfuhl. Immer schneller wurde der Teufel, immer behender fing er die Frösche. Aber diese verdoppelten auch ihren Eifer, dahin zurückzukehren, wo sie hergekommen waren. Zuletzt dampfte und zischte der Weiher, als ob sein Wasser zum Kochen käme, aber das Weisterstück konnte nicht vollführt werden. Die Stunde schlug, und der Böse musste durch den Kleuselweiher alleine zur Hölle fahren. Der Schneider war mithin erlöst, hat aber nachher nie wieder mit dem Bösen angebandelt. Hier wieder mal der Teufel erneut. Nur mal kurz zur Klärung des ersten Teils der Sage, weil ich das nämlich persönlich selbst erst nach dem 4. oder 5. Mal erstmal richtig gerafft habe. Weil erst heißt es ja hier beim betrogenen Teufel, das erste heißt ja, erstmal heißt es wegen einem Wirt und plötzlich geht es um Schmied. Da war ich persönlich verwirrt. Was hier heißt, der Teufel reitet auf den Wirt zum Schmied. Und der Schmied glaubt, dieser Wirt wäre das Pferd. Und deswegen eben diese zwei Hufeisen. Weil der Mensch hat ja nur 2 Beine, versteht er? Und deswegen auch eben der Wirt, der ja quasi sehr knapp oder sehr genau das Bier nachschenkte. Deswegen halt eben dieser Scherz, wenn der Teufel alle Krüger, also alle, die ausschenken, alle Wirte mit die knapp bemessen beschlagen lassen würde, wäre das Eisen teuer. Was heißt also schlicht umgangssprachlich, alle Wirte messen sehr beknappt oder sehr viele von denen sind knauserig mit dem Bier. Ja. Ja, und hier wieder der Schneider, auch mit dem Teufel wieder angebandelt. Das mit den Fröschen hat er den auch wieder verarscht, den Teufel, oder ausgetrickst. Ja, verstehe ich immer nicht so richtig. So, verstehe ich nicht immer richtig, wie der Teufel so ein Dussel sein kann.
So, nächste Sage. Die ist gut. Der Teufel als Rechtsanwalt. In der Mark geschah es, dass ein Landsknecht seinem Wirte Geld aufzuheben gab. Als er es wieder forderte, leugnet der untreue Mensch, es empfangen zu haben. Der Landsknecht wurde deshalb zornig, wollte seine mit Gewalt nehmen und stürmte das Haus. Der Wirt ließ ihn dafür gefänglich einziehen und verklagte ihn, weil er den Hausfrieden gebrochen habe. Über ein solches Vergehen urteilten die Alten sehr streng. Da kam der Teufel, besuchte den Landknecht im Gefängnis und sprach zu ihm: Morgen wird man dich vor Gericht führen und dir den Kopf abschlagen. Willst du aber mein sein mit Leib und Seele, so will ich dir davon helfen. Aber der Landsknecht wollte nicht. Da machte ihm der Böse einen anderen Vorschlag. Wenn du vor Gericht kommst, sagst du, du seist kein Mann der Beredsamkeit, man möge dir vergönnen, einen Fürsprecher zu haben. Dann will ich dastehen mit einem blauen Hut und weißer Feder und deine Sache führen. Diesem Rate folgte der Landsknecht. Der Wirt leugnete hartnäckig, so dass sich der Beklagte auf seinen Anwalt berufen musste. Der sagte einfach: Lieber Wirt, wie magst du doch leugnen? Liegt doch das Geld in deinem Bette unter dem Kopfkissen. Richter und Schöffen, sendet hin, so werdet ihr es finden. Die Richter befolgten die Anweisung. Der Wirt wurde überführt und musste seine Schalkheit mit dem Tode büßen. Da lachte der Teufel und sagte: Ich wusste wohl, dass ich einen davon haben sollte. Den Wirt oder den Gast. Sag ja, super, oder? Das ist mal wieder eine richtig geile Sache. Aber der Teufel als Rechtsanwalt? Naja, ich sag mal so gewisse Rechtsanwälte haben ja dann doch schon einen schlechten Ruf. Ne? Ich meine, es gibt ja die einen oder anderen, also es gibt ja die einen wirklichen Rechtsanwälte, wie man so im Fernsehen sieht, ne? Oder in irgendwelchen Videospielen, die dann wirklich die Gerechtigkeit hinterherkommen oder sowas. Und dann gibt es eben welche, die machen den Job einfach nur wegen der Kohle. Zum Beispiel so Abmahnanwälte. Also das sind ja die besten Menschen der Welt, oder? Die nichts weiter tun, als im Internet durchzusurfen, im Weltnetz zu surfen, um Internetseiten zu sehen, das kein richtiger Impressum ist. Und dann tun sie die Leute abmahnen und tun dann eine Gebühr draufpacken für Unsummen. Dabei ist das eigentlich alles nur kopieren, einfügen, ein bisschen Namen verändern und die ganze Scheiße, und dann wollen sie irgendwie 2.000, 3.000 Euro haben. Nicht, dass das mir passiert ist. Aber das ist doch schon so eine eigenartige Nummer, oder? Ich meine, diese ganze Impressumsgeschichte, nur mal als Beispiel, die ändert sich ja von Jahr zu Jahr. So, jetzt hat natürlich der Otto-Normalverbraucher oder wer auch immer, der zumindest eine Internetseite führt, gewerblich oder nicht, die haben natürlich nicht immer den Kopf dafür, um diese ganzen Impressumsgeschichten nachzuverfolgen. Ja? Und was machen sie? Genau! Sie holen sich Anwälte, die genau den Quatsch immer auf aktualisieren. Also die Leute gehen zu Anwälten, damit andere Anwälte sie nicht verklagen. Was ist das denn? Und dann wird dann jedes Mal ein neuer Quatsch gemacht von um. Das kommt einem schon wie ein System vor, damit sich die Anwälte alle die Taschen vollstecken können. Zumindest kommt es mir so ein bisschen in der Sache vor, dass immer neu angepasst werden muss, und weil keiner rafft, was für abgeht in der Bürokratie, muss man Leute dafür einstellen, die nur den ganzen Tag nur das machen, damit man eben vor ihrer eigenen Klientel oder ihre eigene Berufszweig schützen kann. Der eine Anwalt kriegt Kohle, damit der andere Anwalt nicht abmahnen kann. Super System. Man hätte es ja auch einfacher machen können, damit man die Anwälte überhaupt nicht braucht. Aber was soll denn die Anwälte dann verdienen? Naja gut, auf der anderen Seite, wenn man so einen Anwalt dann in seiner Familie hat, gibt es ja auch immer welche, ne? Die machen es dir dann ein bisschen günstiger. Klingt falsch, oder? Naja. Rechtsanwälte. Ist jetzt kein
Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass alle Rechtsanwälte Teufel sind. Das will ich nicht sagen. Aber wie in jedem Berufszweig gibt es auch da schwarze Schafe und die haben ziemlich viel Macht. Also die können sich irgendwie immer, können die sich rauswieseln, weil sie eben genau wissen, an welchen Drehstellen sie drehen müssen. Die wissen ganz genau, welche Werkzeuge sie benutzen müssen und was weiß ich nicht alles. Das ist schon, naja, wer weiß, was da abläuft. Ein Hoch auf die Anwälte. Hossa! Nächste Sage. Der Herthasee. Der römische Geschichtsschreiber Tacitus, der vom Jahr 45 bis zum Jahre 117 nach Christus lebte, berichtete viel Lehrreiches vor unseren germanischen Voreltern. Er hatte freilich Deutschland nie besucht, seine Nachrichten daher aus zweiter Hand durch Kriegsgefangenen, Geiseln oder Kaufleuten erhalten, weshalb wir einen großen Teil dessen, was er uns in gutem Glauben als Geschichte bietet, für Sage halten. Unsere Altvordern hatten die lebhafte Neigung, sich am Wasser festzusetzen, sahen in dem strömenden Wasser vielleicht etwas Göttliches. Das unentbehrliche Salz gewannen sie, indem sie Wasser auf glühende Bäume gossen (Holzkohle). Zwischen den Hermunduren und den Chatten strömte nun ein salzhaltiger Fluss, die Fränkische Saale, um dessen Besitz beide Völker stritten. Sie glaubten, durch die Gnade der Götter komme das Salz in das Wasser, wo man ihnen näher sei als irgendwo. Aus der Vermischung der beiden feindlichen Elemente des Feuers und Wassers gehe dann das Salz hervor. Hermunduren und Chatten stritten also heftig um den wichtigen Strom. Aber obgleich die letzteren die abgehärtetere Menschenschlag waren, mit gedrungenem Gliederbau und großer Tatkraft, ihren Oberen gehorchend, gute Schlachtordnung aufstellend, Tag und Nacht Wache hielten und ihr wohlgerüstetes Fußvolk noch mit Schanzzeug und Lebensmittel versahen, unterlagen sie doch und verloren den heiligen Salzfluss. Die Sieger opferten nach ihrem harten Gelübde die gefangenen Männer und Pferde. Die Reudigner, die Avionen, Angeln, Varnier, Eudosen, Suadonen und Nuidonen wohnten gleichfalls an Flüssen und daran stoßenden Wäldern und verehrten insgesamt die Herder, das heißt Mutter Erde. Sie glaubten, dass die Götter sich in menschlichen Dingen mischen und zu den Völkern fahrend kommen. Sie glaubten, dass die Göttin sich in menschlichen Dingen mische und zu den Völkern gefahren komme. Auf einem Eiland im Meere (Rügen) liegt ein unentweihter ihr geheiligter Wald. Da steht ihr Wagen, mit Decken umhüllt, dem nur Priester nahe dürfen. Nur einer unter diesen weiß, wann die Göttin im Wagen erscheint. 2 Rinder ziehen das Gefährt. Der Priester folgt ehrerbietig nach. Wohin der Wagen kommt und wo die Göttin zu herbergen würdigt, da ist Freude und Glück. Die Waffen ruhen, das Eisen bleibt verschlossen. Der Gottesfriede dauert so lange, bis der Priester den Wagen wieder das Heiligtum zurückführt. In einem abgelegenen See wird der Wagen, Decke und das Bild der Gottheit selbst gewaschen. Die Knechte aber, die dabei dienen, verschlingt der See. Ein heiliges Grauen und Dunkeln waltet darum über einem Wesen, das nur Todgeweihte schauen dürfen. Tiefe Ehrfurcht vor der Gottheit hatten auch die Semnonen, der älteste und edelste Stamm des Sueven-Volkes. Zu gewissen Zeiten hielten sie Zusammenkünfte in einem heiligen Haine, wozu alle aus demselben Blut entsprungenen Stamme Abgesandte schickten. Dabei brachten sie ein öffentliches Menschenopfer. Vor diesem Haine haben sie solche Ehrfurcht, dass niemand hineintritt, der sich nicht vorher hatte binden lassen. Das heißt, an den Armen wurden Stricke und Schnuren befestigt, die aber selbstverständlich die freie Bewegung der Arme gestatteten. Sie wollten durch dieses Zeichen bekunden, dass sie sich schwach fühlten der göttlichen Allmacht gegenüber. Fiel jemand von ungefähr zur Erde, so hatte ihn nach ihrer Meinung die Gottheit niedergeworfen. Es war ihnen nicht mehr erlaubt, aufzustehen oder sich aufheben zu lassen, sondern er wurde hinausgeschleift. Okay, das war jetzt mal ein bisschen
Also zumindest für mich ein bisschen komplexer, weil die ganzen Namen deutschen, also der germanischen Stämme, nicht der deutschen Stämme, der germanischen Stämme, zum Beispiel die Schatten oder wie war es dann nochmal? Die Hermunduren, was haben wir noch? Die Reudigner, die Avionen, Angeln, Varnia, Eudosen, Suatonen und Nuitonen. Das sind doch sehr viele. Ich weiß nicht warum, aber die sind doch äußerst kompliziert. Naja, gut, kompliziert nicht, aber sagen wir mal, die sind schon echt einzigartig. So die Buchstaben miteinander also die angeln jetzt nicht so sehr, aber zum Beispiel die Eudosen zum Beispiel. Also sowas habe ich noch gar nie gehört. Diese ganzen Sachen. Was schon ein bisschen traurig ist, oder? Ich meine, ich weiß ja nicht, wie es euch geht, ob ihr in der Schule so etwas hattet, ob ihr quasi die ganzen Stämme euch mal durchgegangen seid im Unterricht. Ich zum Beispiel war es nicht. Uns hat man nicht durchgegangen. Ich würde da auch nicht mal so eine Art. Ich verstehe im Prinzip, dass man nicht alle lernt, aber ich glaube zum Beispiel, die Schatten, die waren, glaube ich, die Vorläufer von den Hessen, glaube ich. Verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht in der Sache, warum man nicht so etwas zum Beispiel den Kindern heute lehrt. Ist das irgendwie blöd, wenn man die eigenen Vorfahren beigebracht wird? Geht man nicht weiter zurück als 1944 oder 1930? Ist das irgendwie alles Zeit davor völlig irrelevant? Alles vor dem Ersten Weltkrieg? Ist das alles ein bisschen blöd oder so? Warum geht man denn nicht so weit vor? Schon in die Antike. Ne, ich meine, Caesar wird ja teilweise durchgenommen mit den Römern. Ne? Aber was halt daneben passierte, da siehst du nichts. Jeder kennt die Gallier, halt mit Asterix und Obelix, ja, die gegen die Römer gekämpft haben. Aber die Germanen an für sich, zumal die Gallier auch Germanen waren. Ja, nur mal so dabei. Ja? Also es spielt keine Rolle, ob jetzt Frankreich oder jetzt England oder sowas. Das sind alles Germanen. Ja, German heißt ja nicht Deutsche an und für sich, sondern die Germanen ist sozusagen das, was Westeuropa, also nicht die Slawen, sondern die Westeuropa alles so besiedelt hat. Das waren die Germanen, das sind die germanischen Völker. Und die Franken damals zum Beispiel, nachdem die Römer gefallen sind ja die Franken, die Völkerwanderung sind ja dann zu den Franzosen, also das, was damals Frankreich war, runtergegangen, die Franken, und aus den Franken wurden dann die Franzosen. Und das hat sich ja überall, ne, das sind alles Germanen. Und dass man da nicht ein bisschen näher drauf eingeht in der Schule, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht, weil ich finde, das ist schon wichtig, irgendwie, dass man so eine gewisse Verbindung zu den, wie das überhaupt alles entstanden ist, wie wir irgendwie entstanden sind hier in Europa, das finde ich so wichtig, und ich finde es schade, dass ich das jetzt erst durch Eigenstudium rausgefunden habe, es gibt ja super viele YouTube-Kanäle, die das behandeln und die das völlig wertfrei durchgehen und alles. Ja. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, irgendwie ist das so dann ist so ein bisschen ich würde das so ein bisschen beschreiben, als deutsches Kind ist man so ein bisschen in einem luftleeren Raum. Man ist einfach da. Ja. Seine Vorfahren und sowas, man weiß davon gar nichts, wie das alles abgespielt ist. Und man muss sich das ja vorstellen. Also, wir sind ja das Produkt aus denen. Wenn damals irgendetwas anderes gelaufen wäre, wären wir heute nicht da. Ja. Gut, das kann man zu allem sagen. Aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Ja. So ein bisschen kann man das doch. Ich meine, da lernt man, ich weiß nicht, einige Schulen lernen dann zum Beispiel über den Unabhängigkeitskrieg irgendwie in Amerika und so ein Quatsch, oder wie es da ablief. Aber selbst die Amerikaner lernen das. Ne? Die lernen das, wie quasi ihr Land entstanden ist, die Amerikaner, wie das damals, wie das Thanksgiving zusammengekommen ist und sowas. Und warum lernen wir das nicht? Beziehungsweise warum kriegt das unsere Jugend nicht mit? Wäre doch super. Ich weiß, das ist ein bisschen trocken. Ja, das ist vielleicht ein bisschen trocken. Aber da frage ich mich dann auch, warum die Öffentlich-Rechtlichen nicht sowas zum Beispiel aufklären würden. Ne, so richtig geile Filme machen, die man im Fernsehen so zeigen könnte.
Ne, ach, egal. Egal. Das Video wird sonst zu lang. Machen wir einfach weiter. Aber wisst ihr was? Was nicht ist, kann noch kommen. Wir sind ja die nächste Generation. Vielleicht können wir es ja machen für die nächsten Leute, die nächsten Generationen, die nächsten Kinder. Vielleicht können wir das einfach mal zusammen, gemeinsam den Lehrplan umändern. So, die nächste Sage ist sehr lang. Und bitte verzeiht mir, wenn ich jetzt ein paar Namen vielleicht falsch ausspreche. Es ist Französisch und Lateinisch. Ja. Karl Ünach. Okay, die Sage heißt Karl Ünach. Nee, Moment, wartet mal, hier steht noch unten was drin. Solche Menschenopfer dürften nach Tatius aber nur den Merkurier fallen. Die anderen Gottheiten mussten sich mit Tieropfern begnügen. Okay, ja, das hätte ich jetzt früher lesen sollen. Gut gemacht, du Idiot. Alles klar. Nächste Sage. Karl Ünach. Gottfried war ein König von Tonguan und wohnte in seinem Burg Megen an der Maas. Er hatte einen Sohn, Karl Ünach, den er wegen eines Vergehens verbannte. Karl Ünach floh nach Rom zu seinem Onkel Claudius, der damals dort als Geisel gehalten wurde, und diesen nahm ihn gut auf. Er wohnte bei dem Senator Octavius, der vor der Grausamkeit Sullas nach Arkadien geflüchtet und ihn mitnahm, mehr als Diener denn als Freund. Octavius ging nun mit seinem Gefolge zum Prokonsul Lucius Iulius, der 2 Töchter besaß, Julia und Germana. Mit dieser letzteren kam Karl Ünach öfters zusammen, gewann ihr Herz und sagte ihr, dass er eines Königs Sohn wäre. Der Prokonsul hätte nun wohl niemals seine Einwilligung zu einer Verheiratung der beiden gegeben, und ebenso wenig hätte Octavius seinen Diener losgelassen. Die beiden Verlobten entschlossen sich daher zur Flucht. Nachts nahmen sie die besten Kleinödien, schifften sich heimlich ein und erreichten Italien in der Nähe von Venedig, das damals freilich noch nicht erbaut war. Hier stiegen beide zu Pferd, ritten über Mailand durch Savoyen und Burgund ins Land Frankreich und trafen nach vielen Tagesreisen in Cambrai ein. Von da gingen sie weiter an einem Ort, der damals Schloss Senes hieß, und ruhten in einem schönen Tale aus. Ein Fluss rauschte an ihren Füßen vorbei, und auf diesen schwammen Schwäne. Ein Diener, der sie begleitete, spannte den Bogen und legte auf einen derselben an. Der Bolzen verfehlte sein Ziel, erschreckte aber das Tier, das sich wie hilfesuchend in den Schoß der schönen Germana flüchtete. Froh über diese Erwerbung, da doch ein zufliegender Vogel eine gute Vorbedeutung ist, fragte sie ihren Gemahl, wie der Vogel in seiner Landessprache heiße. In deutscher Sprache, antwortete er, nennt man ihn Swana. So will ich, sprach sie, von jetzt ab nicht mehr Germana, sondern Swana heißen, damit man mich nicht mehr eines Tages an meinen wahren Namen erkenne. Der ganze Ort ist nach diesem Schwanental an der Schelde genannt worden, auf römisch Vallis Cignea, worauf Valencines entstanden sein soll. Den Schwan nahm sie mit und pflegte ihn sorgsam, so dass er ganz zahm wurde und sich an seine Herren gewöhnte. Karl und Frau Swana gelangten hierauf nach dem Schlosse Florimond bei Brüssel. Daselbst erfuhren sie den Tod König Gottfrieds. Sogleich zog Karl Ünach nach Löwen, opferte da den Göttern und wurde mit Jubel vom Volke empfangen. Er trat die Regierung an und wurde Vater 2 Kinder. Eines Sohnes, den er zur Erinnerung an schlimme Zeiten Octavian, und eine Tochter, die er wieder Swana nannte. Bald danach hatte Ariovist, König der Sachsen, Krieg mit Julius Caesar und den Römern. Karl Ünach verband sich mit Ariovist und zog den Römern entgegen, blieb aber tot in einer Schlacht, die bei den Basinkorn geliefert wurde, 1800 v. Chr. Frau Swana, seine Witwe, barg sich mit ihren Kindern in den Schlosse Megen an der Maas, denn sie befürchtete, dass Julius Caesar, ihr Bruder, sie aufzukundschaften möchte. Das Reich Tongern hatte sie an Ambriorix abgetreten, aber ihren Schwan nahm sie mit nach Megen, wo sie ihn mit eigener Hand zum Andenken an ihren Gemahl fütterte. Julius Caesar hatte damals in seinem Heere einen Helden namens Salvius Brabon,
der seine Abstammung von dem trojanischen Königssohn Hektor herleitete. Dieser kam im Gefolge Caesars, der sich in Kleve von den Mühen des Krieges ausruhen wollte, auch in dieser Stadt, und belustigte sich in der Nähe derselben Vögel zu schießen. Allein jeder Pfeifer fehlte heute ihm sein Ziel, denn er hatte einen wunderbaren Traum in dieser Nacht gehabt, wonach ganz leuchtende Wasserströme auf ihn zukamen. Daran musste er immer denken, denn das bedeutete ein großes Glück für ihn. Freilich wusste er nicht, von welcher Seite er dies erwarten könne. Als er nun auf den Rhein sah, bemerkte er einen wunderschönen Schwan nahe dem Ufer, der wie spielend an einem angeketteten Nachen biss, als ob er das Fahrzeug lösen wolle. Salvius Brabon sah mit Vergnügen dem Vogel zu, dachte an seinen Traum und stieg in den Kahn, den er von Ufer löste. Der Schwan schwamm ein wenig voraus und schien ihm den Wege weisen zu wollen, und er folgte ihm auf dem Boote, neugierig, wie das Abenteuer enden werde. So kam er bis an das Schloss Megen, wo Swana als Witwe in Mangel und Sorgen lebte. Der Schwan aber flog zum Burggraben und ließ ihn allein. Als Salvius nun sah, dass er von dem Vogel genaht worden sei, wurde er ärgerlich und wollte ihn schießen. Da hörte er die Stimme einer Frau, die ihn bat, das Tier nicht zu verletzen. Sie sprach Griechisch, eine Sprache, die von allen Römern gesprochen wurde. Nun erblickte er Swana, erstaunt, dass er in seiner Sprache angeredet wurde, und fragte sie, was sie denn im wilden, abgelegenen Lande mache. Sie war noch mehr erstaunt, ihre Muttersprache im Munde eines Fremden zu hören, und lud ihn ein, in die Burg zu kommen, wo ihm Aufschluss darüber werden solle. Das tat er mit Vergnügen. Als er eingetreten war, fragte sie ihn eine Menge Dinge und erfuhr, dass ihr Bruder Julius Caesar ganz in der Nähe sei. Darauf beschwor sie ihn, eine verlassene Witwe und ihre Kinder beizustehen, erzählte ihm auch ihre ganze Geschichte. Vor allem bat sie ihn, sie wieder mit ihrem Bruder auszusöhnen, gab ihm auch als Wahrzeichen ein goldenes Götterbild, das ihr Julius Caesar einst zum Aufheben überlassen hatte. Salvius Brabon versprach, das Seinige zu tun, und kehrte nach Kleve zurück. Da grüßte er den Imperator von seiner Schwester und gab ihm die Büste, die jener sofort erkannte. Dann erzählte er seine wunderbare Fahrt und bat für Swana. Da wurde Caesar gerührt, bedauerte Karl Ynachs Tod und machte sich auch sogleich auf den Weg, um seine nächsten Verwandten wiederzusehen. In Megen gab es bald darauf ein freudiges Wiedersehen. Salvius Brabon bat um die Hand der jungen Swana, die er auch erhielt. Die Hochzeit wurde in Löwen gefeiert. Caesar verlieh seiner Nichte und ihren Gemahl eine weite Strecke Lande als Herzogtum, vom Meere an der Schelde bis an den Fluss Lars. Brabon war hier der erste Fürst, und nach ihm trägt dieses Land den Namen Brabant. Seinen Neffen gab Caesar das Land Agrippa am Freien, ein weites Gebiet mit den Hauptorte Köln. Tongern aber benannte er hinfort nach dem Namen seiner Schwester Germania, und auch wollte er, dass Octavian den Beinamen Germanicus führte. Seitdem heißen die Deutschen Germanen. Wahnsinn, oder? Lange Geschichte, auch super, hat sich super geschrieben, finde ich. Es gibt ja noch was in Kleingedruckt. Eben habe ich es ja verkackt, hier ist das richtig zur richtigen Zeit vorzulesen. Okay, das erste war Ariovis, König der Sachsen, eigentlich genauer wohl der Sueven. Und dann nochmal bei Ambriorix, also Ambriorix, der das Reich der Tongern abgetreten wurde an ihn, war König der Eburonen, ein geschworener Feind der Römer, denen er manchen Schaden zufügte. Vor ihren Verfolgung rettete er sich in den Ardennen, wo er verschollen ist. Verzeihung. Und dann war hier nochmal auf der anderen Seite, auf Seite 91, Namen seiner Schwester Germania. Auch nach Tacitus, Germania II, ist die Bezeichnung Germanien neu und wurde zuerst von den Tungern angenommen. Dieser Name eines einzelnen Stammes wäre dann auf die Gemeinsamkeit übertragen worden. Okay, verstehe. Verstehe. Also erst die Tungern hießen plötzlich Germanien und dann wurde das quasi alles komplett übertragen. Aber das ist ja damals, im Prinzip ist das ja überall so gewesen. Also Alemannien, glaube ich, ne? Die Franzosen sagen ja zu uns Alemannien. Das ist auch nur deswegen, weil der Stamm, die Alemannen, damals mit ihnen als allererstes in Begegnung kam. Und deswegen haben die Franzosen sagen eben die Alemannen. Es ist so ein bisschen so mit
Die Engländer zum Beispiel hatten viele Verbindungen mit Holland, beziehungsweise den Niederlande. Ja, Niederlande, Holland, das ist nicht dasselbe. Ich habe das mal letztes Mal im Video gesehen, das ist nicht dasselbe. Aber die sagen ja zum Beispiel Dutch. Ja, hier, Flying Dutchman, ja, der fliegende Holländer. Dutch ist ja auch nichts weiter als Deutsch. Ja, also die haben quasi mit denen irgendwie und die hießen irgendwie Dutch. Ach, ist egal. Ihr wisst schon, was ich meine halt. Ne? Also je nachdem, welcher Stamm als allererstes mit denen in Verbindung war, wurde dann quasi auf alle übertragen. Das komplette Land über dann, also alle hießen dann plötzlich in ihrer Sprache jetzt so. Das hat sich dann natürlich immer weiterentwickelt und ein bisschen Anmischung. Naja, ihr wisst ja, was ich meine. Ja, der Karl Ünach. Sehr schön, sehr schön. Das waren jetzt hier wieder sehr viele. Also das waren jetzt hier wirklich Sagen über über die Geschichte von unserer Vorfahren halt. Ne? Der Tacitus, habe ich auch letztens gesehen. Die Nazis waren sehr versessen auf diesen Tacitus und haben sich viel darin hineininterpretiert. Ja, gibt wahrscheinlich viel Anlass dazu zum reininterpretieren. Aber na gut, sei es drum. So. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst ein Abo da. Schreibt einen Kommentar, wenn ihr möchtet. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend, schönen Tag, schöne Nacht. Je nachdem, wann ihr das jetzt schaut. Und bis zum nächsten Mal. Bye. Genau, lasst uns lesen. Tschüssi.